Wenn du planst, nach Irland umzuziehen und dort vom steuerfreien Non-Dom-Status zu profitieren, dann gibt es eine sehr wichtige Ausnahmeregel in Bezug auf ETFs, die du unbedingt wissen musst, bevor du nach Irland umziehst. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du nach Irland auswandern willst, und Irland ist ja sehr attraktiv, aber dich genau mit solchen steuerlichen Fragen herumplagst wie die, um die es in diesem Video geht, dann lade ich dich ein zu unserem Auswandern nach Irland Seminar, das wir regelmäßig im wunderschönen Cork veranstalten. Dort klären wir nicht nur alles rund um den irischen Non-Dom-Status, sondern auch, welche steuerlichen Regelungen du möglicherweise im Heimatland beachten musst, wie zum Beispiel die Wegzugsteuer, die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, die Rückfallklausel im deutsch-irischen Doppelbesteuerungsabkommen und all die anderen schönen Dinge, die man wissen muss, wenn man auswandert. Wir werden uns aber nicht nur den Kopf zerbrechen über steuerliche und rechtliche Gepflogenheiten, sondern auch Cork hautnah erleben. Wir werden Dinge unternehmen, wie zum Beispiel einen Klippenspaziergang. Wir werden die Stadt Cork besichtigen und natürlich auch kulinarisch werden wir Irland besser kennen, besser als der Ruf übrigens. Wenn dich das interessiert, dann würde ich mich freuen, dich in Cork begrüßen zu dürfen. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. In der heutigen Zeit ist ja Irland als Auswanderungsland besonders attraktiv. Zum einen gibt es dort den sogenannten Non-Dom-Status. Den Non-Dom-Status, den es ja bis vor kurzem auch in UK gab. Das heißt, für Ausländer, die nach Irland umziehen, sind die meisten Auslandseinkünfte komplett steuerfrei. Du musst ja auch in der irischen Steuererklärung nicht erwähnen. Du kannst also ganz wunderbar dort dein Kapital vermehren. Irland bietet auch noch andere Vorteile. Wenn wir uns die weltweite Konfliktlage anschauen, was so geopolitisch geht, dann ist Irland weit ab vom Schuss. Irland hat eine kleine bis nicht existente Armee. Irland ist nicht NATO-Mitglied. Irland ist bewusst ganz neutral und de facto noch viel neutraler als zum Beispiel die Schweiz tatsächlich ist. Und weil eben Irland weit ab vom Schuss ist, fühlt man sich dort deutlich sicherer, als wenn man mitten in Europa sitzt und man sich nicht nur im NATO-Truppenaufzugsgebiet befindet, sondern auch noch die Schlachtfelder eigentlich immer näher rücken. Auch ist der irische Pass sehr attraktiv. Nicht nur kann man diesen relativ schnell und einfach erhalten, du musst zum Beispiel kein Gälisch sprechen und auch keinen Geschichtstest machen. Der irische Pass ist nicht nur ein EU-Pass, der genauso gut ist wie der deutsche Pass. Du kannst damit auch auf allen britischen Inseln leben, inklusive der Isle of Man, Jersey, Guernsey, Sark und natürlich eben auch in Großbritannien, wenn du das gerne möchtest. Also ein toller Pass, insbesondere wenn es dir um einen Plan B geht und dich abzusichern. Daneben ist auch Homeschooling in Irland legal. Das heißt, für viele Familien, die die Bildung ihrer Kinder selbst in die Hand nehmen wollen, die sich nicht mehr auf die Indoktrination des Staates verlassen möchten, ist Irland das ideale Land. Denn dort, wie gesagt, ist das Recht auf Homeschooling sogar in der Verfassung garantiert. Aber man darf es natürlich nicht unterschätzen. Es sind die steuerlichen Vorteile, die dann meistens den Ausschlag geben. Und dort gibt es in Irland den angesprochenen Non-Dom-Status. Anders als UK hat man diesen Non-Dom-Status nicht abgeschafft. Im Gegenteil, man hat ihn in den letzten Jahren mehrmals angepasst und dann eigentlich immer verbessert. Du kannst also in Irland unbegrenzt lange leben, ohne dort steuerlich domiciled zu sein. Das Domicile, das ist ein ganz eigener Begriff. Das ist also nicht die steuerliche Ansässigkeit. Das hat also nichts damit zu tun, wo du wohnst, was du tust, sondern eigentlich, woher du kommst. Und wenn du eben nicht aus Irland kommst, wenn du dort nicht geboren bist, dann ist dein Domicile im Ausland. Man könnte vielleicht sagen, der Geburtsort deines Vaters ist dein Domicile. Und somit giltst du dann eben in Irland als Resident, but not domiciled. Und insofern sind dann deine Auslandseinkünfte steuerfrei. Auch da muss man natürlich einige Dinge beachten. Also du solltest dir zum Beispiel auf keinen Fall in Irland ein Grab reservieren lassen. Das könnte nämlich dazu führen, dass dann dein Domicile of Choice in Irland ist, weil du damit bekundest, dass du Irland buchstäblich nie wieder verlassen willst. Und das könnte tatsächlich dann diesbezüglich zum Problem werden. So, der Non-Dom-Status in Irland ist insofern viel besser als zum Beispiel der zypriotische Non-Dom-Status, weil eben fast alle Auslandseinkünfte tatsächlich steuerfrei sind. Also es geht nicht nur um Dividenden, es geht praktisch alles, was abläuft im Ausland, auch wenn du zum Beispiel im Ausland tätig wärst und dort Honorare beziehen würdest und die Tätigkeit nicht von Irland ausgeübt wird, dann wären diese in Irland steuerfrei. Aber die meisten nutzen den Non-Dom-Status selbstverständlich in puncto Kapitalerträge. Das heißt, du hast irgendwann ein Aktiendepot, du hast Veräußerungserlöse, du hast Dividenden, du hast vielleicht noch Zinsen. All das ist dann in Irland steuerfrei und muss eben auch in der Steuererklärung nicht erklärt werden. Allerdings gibt es eine sehr wichtige Steuerfalle, die viele übersehen, die viele nicht kennen. Und hier geht es um Investment Funds.
Hier geht es um ETFs. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. ETFs sind nicht mit dem irischen Non-Dom-Status kompatibel. Ja, die sind explizit davon ausgenommen. Warum das so ist, das werde ich gleich nochmal erklären. Das hat sehr kuriose historische Hintergründe. Aber wenn du in Irland lebst, wenn du ETFs hast, dann musst du nicht nur die Veräußerungserlöse in Irland versteuern. Auch wenn du diese einfach nur hältst, dann wird nach 8 Jahren Haltezeit ein sogenanntes Deemed Deposal angenommen. Das heißt also eine fiktive Veräußerung. Und diesen Veräußerungserlös musst du dann mit 41% in Irland versteuern. Selbst wenn diese ETFs nicht in Irland organisiert sind, wenn du zum Beispiel luxemburgische ETFs besitzt. Tatsächlich kann man nicht an Investmentfonds beteiligt sein in sämtlichen EU-Ländern und eigentlich auch fast allen OECD-Ländern nicht. Das heißt, du könntest zum Beispiel auch keine amerikanischen Voranteile besitzen oder zum Beispiel auch keine Schweizer Investmentsfonds halten. Wichtig hierbei zu beachten ist, dass die 8-jährige Haltefrist tatsächlich mit dem Erwerb der Anteile beginnt zu zählen, also nicht erst, wenn du nach Irland umziehst. Nehmen wir also einmal an, du hast vor 5 Jahren in einen ETF investiert und du ziehst dann nach Irland um, dann wird nach 3 Jahren eine fiktive Veräußerung angenommen und du musst den fiktiven Veräußerungserlös mit 41% in Irland versteuern. Und wie gesagt, es spielt keine Rolle, bei welchem Broker diese ETFs gehalten werden, ob das jetzt bei einem irischen Broker ist oder ob das jetzt irische ETFs sind oder nicht. Es gilt generell für Beteiligungen an Investmentfonds. Warum ist das so? Das klingt ja nach einer extrem seltsamen Regelung. Warum nimmt man fast alle Auslandseinkünfte von der Steuer aus, also inklusive zum Beispiel Aktien, inklusive Krypto, inklusive Zinsen, inklusive im Ausland verdiente Honorare, Dividenden? Warum wird das alles von der Besteuerung ausgenommen in Irland, wenn man den Non-Dom-Status hat, aber spezifisch ETFs werden steuerlich so ungünstig eingestuft? Nun, das hat folgenden Hintergrund. Du wirst wahrscheinlich wissen, dass Irland einer der wichtigsten Finanzplätze für ETFs ist, für Investmentsfonds. Das liegt daran, dass Irland für Fondsgesellschaften besonders attraktiv ist. Diese Regelung hat man in den 1990er Jahren geschaffen. Irland war damals ein armes, ein darbendes Land. Es ist ja der Regierung damals klar geworden, dass Steuern und die Finanzindustrie ein besonders interessanter Hebel sein können, wenn man hier einen interessanten Finanzplatz aufbauen will. Also hat man ein Gesetzeswerk geschaffen, das dazu führt, dass im Grunde genommen Investmentfonds in Irland komplett steuerfrei sind, dass die Investoren, die an solchen irischen Fonds beteiligt sind, in ihrem Wohnsitzstaat Steuern bezahlen, aber dass in Irland letztlich keine Steuer anfällt. Und im Rahmen dieser gesetzlichen Neuordnung hat man sich natürlich dann überlegt, wie können wir jetzt dafür sorgen, dass Personen, die in Irland leben, nicht nur Non-Dom-Steuerzahler, jeder Ire, der in Irland lebt, ist ja von den gleichen Regelungen betroffen. Wie können wir also dafür sorgen, dass es hier nicht zu einem Missbrauch kommt, dass im Grunde Personen, die in Irland leben, jetzt hier dramatische Vorteile haben, die natürlich nicht im Sinne des Gesetzgebers sind. Und genau deswegen hat man dann diese Anti-Abuse-Regeln eingeführt, die im Grunde dazu geführt haben, dass jeder, der in Irland wohnt, und wie gesagt, es betrifft alle Iren genauso, im Grunde genommen nicht steuereffizient in ETFs und Investmentfonds investieren können. Und wegen dem Gleichheitsgrundsatz hat man dann eben nicht nur irische Fonds letztlich unattraktiv gemacht, sondern generell alle Fonds im EU, EWR und OECD-Raum. Ja, das klingt schon nach ziemlich hartem Tobak, aber für Irland hat das Ganze natürlich funktioniert. Irland ist ja ein relativ kleines Land, hat eine relativ kleine Bevölkerung. Man konnte also sagen, was die Iren wollen, das ist volkswirtschaftlich jetzt in diesem konkreten Zusammenhang eigentlich zweitrangig. Wir wollen attraktiv werden für ausländische Investoren. Wir haben hier hervorragende steuerliche Regeln für Investmentfonds geschaffen. Also können wir diese Nachteile für Personen, die in Irland ansässig sind, Iren und Ausländer in Kauf nehmen. Und du bist eben der Leidtragende, wenn du als Ausländer heute nach Irland ziehst und dann entsprechend den Non-Dom-Status nutzen willst. So, was gibt es diesbezüglich nun für Lösungen, wenn du eben als Ausländer nach Irland ziehst, vielleicht an einigen ETFs beteiligt bist und eigentlich auch weiter gerne in Investmentfonds investieren möchtest? Nun, es gibt tatsächlich keine einfachen Regelungen. Das heißt, wenn das für dich ein kritischer Punkt ist, wenn das für dich ein Showstopper ist, dann muss man sagen, Irland ist leider für dich als Wohnsitzland nicht geeignet. Du solltest dir vielleicht andere Länder anschauen. Es gibt ja noch andere attraktive Wohnsitzländer in Europa, innerhalb der EU. Nennen wir zum Beispiel einmal Malta, wo man mit solchen Einschränkungen nicht zu rechnen hat. Aber für die meisten würde ein Umzug nach Irland ganz konkret bedeuten, dass sie letztlich vor dem Umzug nach Irland ihre Investmentfondsanteile verkaufen müssen, ihre ETFs verkaufen müssen. Denn wenn du sie verkaufst und in Irland lebst, musst du ja 41% Steuern auf den Ertrag bezahlen.
Man könnte zum Beispiel sagen, dass du Irland verlässt nach 6 Jahren bis 7 Jahren, dass du dann deine ETFs verkaufst und dass du dann deine ETFs neu kaufst. Dann hättest du also den Erlös im Ausland gemacht. Er wäre dann steuerfrei. Wenn du ins richtige Land umziehst in diesem einen Jahr, sagen wir zum Beispiel mal Malta oder Dubai oder sowas, und dann ziehst du nach Irland zurück und die Uhr beginnt von neuem zu ticken. Die andere Möglichkeit wäre, dass du die ETFs über eine Struktur anlegst. Hier muss man natürlich sehr genau aufpassen. Also es ist jetzt nicht möglich, irgendwie eine LLC oder so zu haben, die diese Investments hält. Aber du könntest vielleicht eine Stiftung in Liechtenstein gründen. Aber jetzt siehst du natürlich gleich, dass das natürlich wieder ein größerer Aufwand ist. Es ist natürlich auch möglich, ein Family Office, sage ich mal, im Ausland zu haben. Das heißt, wenn du jetzt eine tatsächliche Investment Holding zum Beispiel in Malta, zum Beispiel in Singapur hast oder vielleicht auch in Dubai hast und dort gibt es wirklich Substanz, das heißt, dort gibt es wirklich einen Geschäftsführer, dort werden wirklich die Investments für dich getätigt, dort wird in die ETFs investiert und die Gesellschaft schüttet dir dann einfach Dividende aus. Das würde natürlich ebenso funktionieren, aber für viele wird der Weg schlicht und ergreifend sein, dass sie die ETFs verkaufen und dann Einzelaktien kaufen. Es gibt auch noch natürlich andere Wege. Es gibt ja zum Beispiel die Kanalinseln, das heißt Jersey und Guernsey. Dort gibt es auch eine Börse, das ist auch ein bedeutender Offshore-Finanzplatz. Diese Investmentfonds, die es da gibt, wären nun tatsächlich von der Regelung ausgenommen. Die kannst du über die Londoner Börse kaufen. Aber ob die jetzt wirklich für dich interessant sind, das muss man natürlich prüfen. Dann gibt es ja so Gesellschaften wie zum Beispiel Berkshire Hathaway, die zwar offiziell kein Investmentfonds sind, aber im Grunde de facto schon irgendwo, weil ja die Holding sehr stark diversifiziert ist. Dort könntest du auch investieren. Dann gibt es natürlich Fund-Produkte wie zum Beispiel Closed-End-Funds, die in UK aufgelegt sind und auch in den USA. Das sind aber Graubereiche, das ist noch nicht hundertprozentig in Irland geklärt, wie diese zu behandeln sind. Es gibt solche Life-Insurance-Wrappers für Investmentprodukte, das könnte man sich auch überlegen. Also müsst ihr jetzt prüfen, ob das Finanzprodukt für Irland geeignet ist und könnte dann entsprechend so sein Investment tätigen. Aber eben, das sind zum Teil natürlich relativ komplexe Überlegungen, die man dann anstellen muss. Also, wie du siehst, wenn du nach Irland umziehst, dann musst du dich in puncto ETF ganz sicherlich sauber beraten lassen. Vor allen Dingen eben in Irland. Wir arbeiten in Irland mit hervorragenden Steueranwälten und hochkarätigen Steuerberatern zusammen, die dich diesbezüglich unterstützen können. Wenn du also nach Irland auswandern willst, dann würde ich mich freuen, dich bei unserem Event in Cork begrüßen zu dürfen. Ansonsten kannst du gerne auch ein Beratungsgespräch buchen. Alle Details auf unserer Webseite. Egal, ob es Irland ist oder ein anderes interessantes steuerliches Land, wir helfen Mandanten aus dem deutschsprachigen Raum seit über 20 Jahren dabei, auszuwandern, sich steuerlich optimiert aufzustellen, zweite Staatsbürgerschaften zu erwerben und ihr Vermögen international zu diversifizieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.